Professional Imagination, GPAC, for all the children who are different and all the love from their parents. Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Projekt hier, ein Let's Play von Max in Autistic Journey. Bei dem Spiel geht es darum, das Leben von Max, einem autistischen Jungen, zu begleiten. Erstellt wurde das Spiel vom Vater von Max, auch im realen Leben. Ich weiß jetzt relativ wenig über das Spiel selbst, muss ich sagen. Das war mir auch wichtig, da ich all die Eindrücke ungefiltert wiedergeben kann nach Möglichkeit. Erstellt wurde das Spiel mit dem RPG Maker, das heißt Standardware. Dem Ersteller selbst ist es wichtig, dass er nicht ein Spiel programmieren wollte, was den Autismus selbst jetzt spezifisch darstellt, sondern nur spezifisch für den Fall seines Sohnes. Das heißt, es ist wichtig, dass man nicht irgendwelche Ableitungen trifft über das Verhalten von Autisten im Allgemeinen, spezifisch wenn es um bereits vorhandene Stereotype geht. Ich habe noch keine Minute von diesem Spiel gespielt, das heißt komplett ungefiltert bisher. So, vielleicht, weil es mir gerade auffällt, das Puzzleteil ist ein beliebtes Symbol für den Autismus, aber eine Einschränkung hier. Das Blau steht für Autismus Speak und das ist eine der schlimmsten Organisationen, wenn es um die Vertretung von Autismus geht. Also möglicherweise hier etwas unglücklich gewählt. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, ich selbst bin kein Autist. Möchte also hier auch nichts Spezifisches von mir zugeben. Ich werde alle Texte, die natürlich hier auf Englisch sind, vorlesen. Auch auf Englisch vorlesen. Meine Eindrücke, wenn ich welche abgebe, auf Deutsch abgeben. Ich mache absichtlich keine Übersetzung von den Texten, die ich vorlese, weil ich hier keine falsche Übersetzung machen möchte, spezifisch jetzt, weil ich das natürlich on the fly machen müsste. Und ich möchte nicht die Aussage des Spiels selbst verfälschen, wenn ich einen Blödsinn sage praktisch oder irgendetwas komisch dargestellt ist, dann sollte es an mir liegen und nicht am Spiel. So, beginnen wir. Okay, die Bedienung sollte eigentlich relativ simpel sein. Springen mit Ctrl, auswählen mit der Leertaste oder auch mit der Enter-Taste. Mit Shift ausweichen und bewegen mit den Pfeiltasten. Und ja, sollte es eigentlich sein. Ich habe ja keine Maus angeschlossen, deswegen habe ich mir auch gerade nur spezifisch die Keyboard-Belegung angeschaut und nicht die Mausbelegung. Nur zur Info. So. Okay, noch die Bestätigung, dass man mit ESC zurückkommt ins Menü. Und man kann das Spiel immer speichern, wenn man Giant Size King of Monsters anspricht. Bedienung vom Xbox-Controller interessiert mich nicht. Okay.
We just received the test results and can give you a conclusive answer. Max is a very intelligent boy with a lot of creativity and a vivid imagination. However, a lot of the signs are here. His peculiar accent, his lack of empathy, his fixation on dinosaurs, his rigid behavior and meltdowns, his wandering eyes. Max is autistic. Die Mutter nun, what are we going to do? The Vater, everything we can to give him a happy life. Fünf Jahre später. Also vielleicht noch eine kleine Anmerkung, die Musik im Intro habe ich etwas zu theatralisch gefunden für eine Ankündigung, dass der eigene Sohn autistisch ist. Es ist jetzt kein Todesfall und so weiter. Nun, wirklich zum Spiel. Max, wake up little dude. It's time to get up, buddy. Info: Max is a 10-year-old boy who was diagnosed with autism spectrum disorder. To help Max with his ASD, his dad drew him several pictograms like this one on your left. Oh, I can see picture number 1 on the desk there. Click it to add it to your collection. I need to turn on the lights in my room. For a lot of people with an autism spectrum disorder, a fixed routine can be a great source of comfort and security. Max, for example, must perform many daily tasks in a specific order. If this procedure is broken, he will start to feel anxious. It's as if he uses a to-do list in his mind and needs to check each task singularly, one at a time, in order to feel some control over his environment. Right. In fact, I have to turn on the lights first. Dann drehen wir mal das Licht auf. In fact, I don't like it when it's dark. In fact, Geach, my father's girlfriend, gave me a black flashlight that I can keep all the time, even it's cool. Oh, and sometimes I pretend that there are evil creatures in the dark and I can zap them with my flashlight. Great, you now have the skill Flashlight. Und wir kommen anscheinend in den Kampf. Max has a vivid imagination. He loves to make up stories to help deal with his environment. In his imaginary world, there are three very important criteria. HP represents the number of hit points, MP represents the number of magic points, and TP represents the number of technique points for special skills. Careful, sometimes if the HP points fall to 0, the game is over for Max. Nur manchmal, also ich vermute wahrscheinlich, dass es immer so ist.
If Max gets hurt, he can use the magic spell, put some ice on it to make it hurt less. Winky face. Have fun. Smiley face. So. I think normal attack is fine. And we attack the monster number A. Alle drei Monster greifen uns schnell an. Wählen wir meine Spezialattacke und leuchten das Monster C an. Wir attackieren das Monster A nochmal normal. Es sollte dann eigentlich tot sein, ja genau. Und ich weiß nicht genau, was das für eine Attacke war. Dann nochmal Flashlight auf das verbleibende Monster. Sollte der erste Kampf sein. Ich hoffe, dass es nicht zu schwierig ist, das Spiel, weil eigentlich habe ich jetzt nicht besonders Lust, für dieses Let's Play ein Spiel zu spielen, was besonders anfordernd ist, aber mal schauen. Wir haben auch ein neues Level-Up anscheinend erreicht. Und nun wieder zu Max zurück. Oh right, I have to turn on the lights first. Tada! Click. There let be light. LOL. Turn on the lights. Done. Great job, Max. In fact, that's my giant-size King of Monsters. In fact, I love the King of Monsters collection. In fact, I have all the movies on my laptop computer. Oh, I can't wait till the next one too. In fact, I love it cause it's like the biggest dinosaur ever. In fact, I'm more of a giant reptile than a dinosaur. In fact, every time you see me, you can come and tell me your story and I will make sure to save it. I can be your diary, smiley face. Also, es fällt natürlich auf, dass anscheinend Max einen Tick hat bezüglich Sprachen und benutzt fast immer im Satzanfang in fact. Mag so sein. In fact, do you want to save your progress? Das machen wir mal. Und bei der Dabei 1. Der Vater, Max, stop jumping on your bed. Piktogramm Nummer 2. I have to get dressed before breakfast. Und wieder so ein Erklärteil. Max needs clear points of reference. Everything has its place, everything in its place. Clutter is a source of anxiety for him as he loses his bearings. His clothing drawers, for example, must comply with his storage rules, otherwise it becomes very annoying. That said, he is still a 10-year-old boy. Putting away his clothes is far from a priority to him. And so he growls every morning when it's time to get dressed. Also Max hat seine eigene Ordnung im Kleiderschrank und die muss auch aufrechterhalten bleiben, dass er sich A zurechtfindet und B auch wohlfühlt. Und nun zu Max wieder zurück. Ups, in fact I have to get dressed before I go up to eat. My clothes are in the drawer with the teddy bear. In fact, he's not a teddy bear, he's the animatronic Freddy Fazbear from the game
Five Nights at Freddy's. Max spielt anscheinend gern Horrorspiele und unter anderem spezifisch Five Nights at Freddy's. My dad doesn't really want me to play this game because I will get scared. Verständlich? I'm not scared. In fact, Scott Coffin created this game. My best friend Adam loves this game. In fact, he never played it. Okay, seltsame Beziehung vom Herrn Adam. Und ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und starten dann wieder los mit dem Abenteuer im Kleiderschrank.